Hallo meine Lieben, ich hatte letztes Wochenende ein Video hochgeladen, wo ich gezeigt hatte, wie ihr Kerzen bedrucken könnt. Und dazu hatte ich einige Fragen bekommen und auch einen Tipp und das wollte ich mit euch teilen und eben auch die Fragen beantworten. Und zudem habe ich noch ein paar zusätzliche Ideen, die ich euch auch zeigen wollte. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Um heute auch gar nicht unnötig lange zu werden in diesem Video, habe ich euch gleich die Sachen, die ich ausprobiert habe. Die ursprüngliche Frage war, kann ich das auch mit dem Plotter machen? Meine Antwort hier ist ein Jein. Also, ich habe es probiert. Das erste Ergebnis, also ich habe es mit dem Brother Plotter probiert. Das war das Ergebnis mit ganz normalem Zeichenstift. Das heißt, für den Brother haben wir ja diese eigentlich feinen Spitzen, wo ich gedacht hätte, das müsste funktionieren, aber es ist tatsächlich so, dass es mir das Papier hier komplett zerrissen hat. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann dachte ich, okay, gut, dann halt nicht diese Schriftart, sondern wir nehmen etwas, was ein bisschen dünner ist. Also habe ich das probiert, weil da muss er eigentlich nur, also dann füllt er nicht aus, sondern geht quasi auf eine Stelle. Nur einmal, auch hier, ne, ihr seht beim T hat er das verrissen. Es hat einzelne Buchstaben, die einigermaßen aussehen, aber es wäre jetzt nicht ein Resultat, was ich jetzt auf eine Kerze bringen möchte. Dann habe ich gedacht, okay, bis dahin hatte ich noch einen Zeichendruck von 1 und dann dachte ich, okay, gut, dann nehmen wir den halt auf 0 runter und alles immer noch mit diesem Stift hier. Ne? Da hat zwar das Birthday einigermaßen funktioniert, ich finde es immer noch nicht schön, aber dann fing es plötzlich hier oben an zu verreißen. Also wenn ihr euch die Nerven sparen wollt, das wäre jetzt etwas, was ich nicht ausprobieren würde. Das war das, was ich mit dem Brother Plotter gemacht habe. Ich zeige euch nachher noch eine Variante, was ihr mit dem Plotter machen könnt. Aber zeichnen auf dieses Seitenpapier mit dem Brother Plotter würde ich sein lassen. Vielleicht auch, wenn ihr das selber ausprobieren wollt. Was ich immer bei jedem Lauf gemacht habe, war hier eine Plastikfolie drunter. Das heißt, ich habe das Seitenpapier immer auf die Plastikfolie geklebt und das dann auf meine Matte, weil sonst hätte es mir in meine Matte komplett verfärbt. Also immer, wenn ihr sowas ausprobiert, arbeitet da immer mit einem Plastiksheet. Dann dachte ich mir, okay, das war jetzt der Brother Plotter und dann dachte ich mir, okay, gucken wir uns mal an, was die Cricut Joy dann macht. Und da habe ich es zuerst mit dem Fine Point Pen 0,4. Der hat so eine Spitze und den Druck wirklich runtergenommen, aber trotzdem, das ist das Ergebnis. Gerissen, gerissen. Von dem her und auch der Stift per se, die Farbe, die läuft einfach aus. Also das ist definitiv auch nicht ein gutes Ergebnis oder eher ein schlechtes Ergebnis. Ne? Von dem her Fine Point Pen eher nicht. Was aber funktioniert hat, lustigerweise, ich habe so Glitzerstifte, auch für die Cricut Joy. Und die haben eine Metallspitze, wo ich eigentlich dachte, das reißt garantiert mit diesem Stift. Tatsächlich ist es aber nicht gerissen. Ich habe hier diesen Glanz vom Glitter. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das ist natürlich eine Schrift, wo beim Zeichnen zeichnet es ja quasi eigentlich nur die Außenkanten. Es füllt nicht aus. Dadurch habt ihr eine ganz kleine Linie innen drin, die keine Farbe hat. Aber das stört mich jetzt bei diesem Schriftzug überhaupt nicht. Also ich finde das absolut ein akzeptables Ergebnis. Von dem her das einzige Schreiben oder Zeichnen mit dem Plotter auf dieses Seitenpapier ist für mich der Glitter Pen mit der Cricut Joy. Ansonsten eher nicht. Als Alternative dazu
weil ihr mich gefragt habt, von wegen Plotter, habe ich eine andere Idee. Na, was ihr immer machen könnt, ihr könnt da etwas ausplotten. Ich habe es hier jetzt aus einer Gold-Vinylfolie. Die glänzt so im Licht, dass ihr noch nicht mal alles lesen könnt. Ne? Und das habe ich nicht direkt auf die Kerze aufgebracht, weil sowas würde ja dann nicht runterbrennen, sondern ich habe ganz einfach weißes Backpapier genommen, in der richtigen Größe, hinten ein Doppelklebestreifen, also eine kleine Überlappung, Doppelklebestreifen festmachen. Und so habt ihr eure Kerze schön verziert mit einem ausgeplotteten Motiv. Und ja, zum Anzünden kann man dann einfach dieses Backpapier runternehmen, wenn man die dann irgendwann wirklich anzünden will. In der Regel stehen ja solche Sachen eher als Deko rum, ne? Sind wir mal ehrlich. Gut, von dem her, das eine absolute Alternative, wenn ihr da mit dem Plotter irgendetwas machen wollt. Und das muss jetzt nicht eine Goldfolie sein, das kann ja auch eine andere Vinylfolie sein. Dann wollte ich euch noch was anderes zeigen. Ich hatte eines der Motive, hatte ich ganz einfach mit meinem ganz normalen Drucker ausgedruckt. Und das hatte ja so ein klein bisschen einen Grünschimmer. Das kann auch an meinem Drucker liegen, an der Mischung, wie ihr die Farben mischt. Ich habe eigentlich schwarz gewählt, aber naja, es hatte einen Grünstich. Ich fand es nicht schön. Und es war auch nicht eine satte Farbe und ich habe den Tipp gekriegt und danke hier für diesen Tipp, der ist wirklich Hammer, weil das ist nämlich das, was ich in Zukunft auf jeden Fall verwenden werde. Und es ist dass das mit dem Tonerdrucker gemacht ist. Und ich zeige euch, wie das aussieht. Also die Deckung ist absolut hammermäßig und das Schwarz, also sowas auf eine Kerze zu bringen, ist natürlich extrem cool. Das andere, was ich auch noch gemacht habe, wenn ihr mit dem Tonerdrucker druckt, dann könnt ihr ja mit dieser Tonerschwärze und einem Laminator, könnt ihr auch Goldfolie übertragen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Das heißt, ich habe es einmal, also noch ein zweites Mal ausgedruckt und dann mit dem Laminator und Goldfolie drauf gebracht. Und das, finde ich, sieht eigentlich auch sehr cool aus. Das heißt, für mich sind diese beiden Varianten, plus eben, wenn man es auf ein Backpapier aufbringt und dann quasi indirekt auf die Kerze bringt, das sind so die Varianten, die ich wählen würde. Jetzt weiß ich nicht, wie sich die Goldfolie verhält, wenn man die auf eine Kerze bringt. Und was ich mich auch gewundert habe, ist, wie sieht das Ganze aus, wenn ich das nicht auf eine weiße, sondern auf eine farbige Kerze auftrage. Sieht man dieses Seitenpapier extrem gut oder wie fest verfließt das Ganze? Weil ich hatte noch eine andere Frage und die habe ich mir dann schon beantwortet, nämlich wie brennt das Ganze nieder? Wenn ich das anzünde, dort wo ich ein Seitenpapier habe, es ist tatsächlich so, dass dieses Seitenpapier mit der Hitze sich wirklich mit diesem Wachs, der außen an der Kerze ist, sehr stark verbindet. Und dadurch ist, das ist nur noch Seitenpapier, aber das hat so viel Wachs drin, dass, wenn die Kerze schon längst runtergebrannt ist, bis hier, die war ja mal so hoch, und die ist wirklich runtergebrannt bis hier quasi auf diese Zeile. Und da hat es dann zum ersten Mal, weil sich das angefangen hat reinzubiegen, hat es hier angefangen, das Papier anzubrennen und hier ein bisschen anzuschwärzen. Aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie plötzlich so eine riesen Kerzenflamme da ist, sondern das macht das wirklich ganz langsam. Ich habe mir angewöhnt, Kerzen nur noch draußen anzuzünden, von dem her, ich würde sagen, das ist absolut unproblematisch. Und das Schöne ist ja, euer Design bleibt relativ lang lesbar stehen, ne? Also von dem her habe ich mir für heute einfach Varianten angeguckt, wo ich das berücksichtigt habe und wollte eben noch die beiden Tests machen, von wegen, wie verhält sich das auf einer farbigen Kerze und wie verhält sich die Goldfolie, wenn ich das auf eine weiße Kerze aufbringe. Und genau die beiden Dinge mache ich jetzt kurz und zeige euch dann das Resultat. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be
ist jetzt echt witzig. Das ist tatsächlich so, dass das Ganze, also das Seidenpapier ist drin, das heißt mit dem Wachs verlaufen. Trotzdem hat das Happy Birthday immer noch den Goldschimmer. Ne? Ihr seht das hier. Also ich würde sagen, das funktioniert definitiv. Just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you. Auch sehr cool. Das heißt, das Seidenpapier ist tatsächlich so dünn, dass das mit der Kerze oder mit dieser äußeren Wachsschicht verschmilzt. Das heißt, das Blau ist hier quasi durchgeflossen. Und trotzdem ist das Schwarz schön lesbar. Das heißt, ihr könnt das weiße Seidenpapier eigentlich auch auf farbigen Kerzen anwenden. Das heißt, Plotter mit den Stiften, weder Cricut Joy noch der Plotter hat so funktioniert mit den schwarzen Stiften. Das Einzige, was funktioniert hat, war der Glitterpen bei der Cricut Joy. Dann mit dem Tonerdrucker funktioniert das Ausdrucken wirklich super und ich habe da auch auf der matten Seite gedruckt, falls ihr euch das gefragt habt. Und eben auch, das kann man dann wunderbar verwenden, auch das weiße Seidenpapier mit farbigen Kerzen. Dann, wenn ihr mit dem Tonerdrucker ausdruckt, könnt ihr effektiv auch Goldfolie mit dem Laminator übertragen und das dann auf eine Kerze überbringen. Und es hat trotzdem noch diesen Glanzeffekt drauf. Und wenn ihr mit dem Plotter was machen wollt, kann ich euch empfehlen, hier einfach ein Backpapier drum zu legen und dann euer Design quasi auf das Backpapier aufzubringen. Jo, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video beantwortet eure Fragen und an der Stelle danke Marlene für deine Frage und natürlich auch danke Monika für deinen Tipp. Das war wirklich hilfreich und ich finde es ja auch toll, von euren Erfahrungen zu profitieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!